Moin. Schön euch zu sehen. Okay, dann lasst uns doch gleich mal beginnen. Darf ich mal, ja genau, das größte aller Wunder. Darüber möchte ich heute reden. Ich werde gleich eine ganz bekannte Geschichte vorlesen. Und als ich die da erhalten habe, da habe ich 3 Stunden lang drüber nachgedacht, was ich jetzt predigen könnte. Und ich kam irgendwie nicht weiter und nicht weiter und nicht weiter. Und nach 3 Stunden habe ich aufgegeben. Und dann hat Jesus geredet. Dann konnte er plötzlich reden. Und ich habe es trotzdem erstmal ad acta gelegt und auf den nächsten Tag verschoben. Irgendwann ist man auch wirklich ein bisschen erledigt. Und ja, manchmal ist das so, ne? Man muss auf Gott warten und auch auf sein Reden warten. Und aber Gott redet. Und wie es hier heute früh anklang, er kümmert sich um uns und er spricht zu seiner Zeit. Und es sind Worte, die eintreffen. Okay, ich möchte also lesen. Markus 6, 34 bis 44. Und als Jesus ausstieg, sah er eine große Volksmenge und er hatte Erbarmen mit ihnen, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing an, so vieles zu lehren. Und als nun der Tag fast vergangen war, traten seine Jünger zu ihm und sagten: Dieser Ort ist einsam und der Tag ist fast vergangen. Entlasse sie, damit sie in die Höfe und Dörfer ringsumher gehen und sich Brot kaufen, denn sie haben nichts zu essen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Gebt ihr ihnen zu essen. Und sie sprachen zu ihm: Sollen wir hingehen und für 200 Denare Brot kaufen und ihnen zu essen geben? Er aber sprach zu ihnen: Wie viele Brote habt ihr? Geht hin und seht nach. Und als sie es erkundet hatten, sprachen sie: 5 und 2 Fische. Und er befahl ihnen, dass sich alle in Gruppen ins grüne Gras setzen sollten. Und sie setzten sich gruppenweise zu 100 und zu 50. Und er nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf und dankte, brach die Brote und gab sie seinen Jüngern, damit sie ihnen austeilten. Auch die 2 Fische teilte er unter alle. Und sie aßen alle und wurden satt. Und sie hoben 12 Körbe voll an Brocken auf und auch von den Fischen. Und die, welche die Brote gegessen hatten, waren etwa 5000 Männer. Der Herr segne sein Wort an uns. Ja, was hier passiert ist ein gewaltiges Wunder, was hier so geschehen ist. Zunächst erst einmal 2 ganz wichtige Aspekte zu unserer Geschichte, was mir aufgefallen ist. Zum Ersten, Jesus hat sich erwiesen als der wahre Hirte. Also er ist auf diese Erde gekommen und stellt uns das Wesen Gottes vor und sagt uns, wie Gott ist und lehrt auch sehr, sehr viel. Und das hat er auch gemacht. Aber nicht nebenbei, er kümmert sich auch wirklich um uns, so wie er sich um diese Leute gekümmert hat. Er kümmert sich um unsere Bedürfnisse, wie wir sie haben. Nicht nur die geistlichen Bedürfnisse. Ne? Gott ist daran interessiert, in erster Linie, dass es mir geistlich gut geht, dass ich viel in der Bibel lese und bete. Nein, das ganze Leben interessiert ihn. Er kümmert sich um alles in unserem Leben, wie es uns geht. Ich weiß nicht, ich kann die Male gar nicht mehr zählen, wie Gott mich gefragt hat, wie geht es dir? Und ich frage auch dich an diesem Morgen, sag mal, wie geht es dir? Und klar, man antwortet dann immer, es geht einem gut, aber dann irgendwann kommt doch die Wahrheit ans Licht, ne? Wie es einem wirklich geht. Und häufig geht es einem vielleicht gar nicht mal so immer so toll und so weiter. Aber Gott kümmert sich um uns. Er ist an allem, an unserem ganzen Leben, unserem Wohlbefinden interessiert. Er kümmert sich um unsere Bedürfnisse, alle Belange, sie interessieren ihn. Und der zweite Aspekt ist, dass hier Jesus handeln konnte in unserer Geschichte. Und zwar in dem Moment, als die Jünger aufgegeben haben. In dem Moment konnte Jesus handeln. Und das
ist häufig der Fall. Wir müssen erstmal aufgeben. Die Frage mit den 200 sollen wir für 200 Denare Brot kaufen? War ja eine rein rhetorische Frage. Die Antwort war klar. 200 Denare sind nicht 200 Euro. Ein Denar war ungefähr ein Tageslohn. Das bedeutet, 200 Denare sind etwa das, was jemand in einem Dreivierteljahr verdient hat. Das ist ein gewisses Vermögen schon. Und das hat man nicht so locker in seinem Portemonnaie mit. Also der Judas, der hatte die Kasse gehabt. Aber das war eine einsame Gegend. Da nimmt er nicht eine solche Masse von Geld mit. Es gibt auch Räuber, auch zur damaligen Zeit. Eine solche Masse wird nicht mitgenommen. Und es ist auch die Frage, ob eine so große Summe überhaupt in der Kasse waren. Denn wir wissen auch, Judas hat sich ja gerne selber auch ein bisschen bedient. Es ist wirklich die Frage, war wirklich so viel mit? Aber nehmen wir einmal an, sie hätten dieses Geld auch gehabt. Das wäre wirklich da gewesen. Es war abends, die waren in einer menschenleeren Gegend. Wo sollen die denn das Brot herholen? Von dem Bäcker? Wo wollen sie denn da hin? Ins nächste Dorf. Der hat doch nicht Brot vorrätig am Abend für mehrere tausend Leute. Also vielleicht, wenn sie in Jerusalem oder in ganz Israel durchgewandert wären und alle Bäckereien abgesucht hätten, dann hätten sie vielleicht noch so ein bisschen das Brot zusammengekriegt. Dann wären sie vielleicht nach ein paar Monaten auch wiedergekommen. Aber in der Zeit sind alle Leute verhungert. Also das ist dann... Also es war klar, es war eine rein rhetorische Frage und dann konnte Jesus handeln. Es ist auch die große Frage, das Brot hat sich ja vermehrt. Wenn man die Geschichte liest, das eigentliche Wunder wird ja eigentlich gar nicht erzählt, was da passiert. Also die Brotvermehrung. Wann hat sich denn eigentlich dieses Brot vermehrt? In dem Moment, als Jesus gedankt hat es sich dann vermehrt? So wird es ja meistens dargestellt in den Filmen. Ne? Jesus dankt, bricht das Brot und dann vermehrt es sich plötzlich mehr. Oder aber, manche nehmen auch an, es vermehrte sich in der Hand der Jünger, als die Jünger ausgeteilt haben. Wenn das der Fall ist und es bei den Jüngern passiert ist, dann liegt die ganze Betonung unserer Geschichte auf Glauben und Gehorsam dieser Jünger. So, manche Leute sagen aber auch noch was ganz anderes. Die sagen, es war überhaupt kein Wunder. Es gab gar keins. Denn die sind ja da mit ihren Familien angekommen, mit ihren Kindern, ihren Frauen. Das waren nicht nur 5000 Leute, das waren zigtausend Leute, die da zusammengekommen sind. Es ist äußerst unwahrscheinlich, so sagen jetzt manche Leute, dass niemand unter diesen Leuten was zu essen hatte. Gerade eine Mutter mit ihren Kindern wird daran gedacht haben, wenn die eine längere Strecke gehen und unterwegs sind, dass sie da was mitnehmen. Also, würde sagen jetzt manche, die hatten alle was dabei. Und als jetzt Jesus gedankt hat, da haben die halt alles ausgepackt und dann haben sie so untereinander eben verteilt. Der eine hat ja mehr mit, der andere weniger. Und im Nachhinein ist dann die ganze Geschichte von den Jüngern als Wunder dargestellt worden, obwohl es überhaupt nie ein Wunder gegeben hat. Ja, wie ist das mit diesen Wundergeschichten in der Bibel? Wie glaubhaft sind die? Und weißt du, das hängt mit einer ganz anderen Frage zusammen, nämlich mit der Frage, die ich häufig auch stelle, gerade auch Täuflingen, wenn jemand kommt und sagt, ich will mich taufen lassen, aber auch unseren Teenies habe ich das schon gefragt und auch andere Leute, die Frage, sag mal, wer ist Jesus für dich? Wer ist das? Was glaubst du, wer ist dieser Jesus? Ist er ein berühmter Arzt gewesen? Oder war er ein großer Philosoph? War er ein besonderer Mann mit großen Fähigkeiten? Oder war er ein stinknormaler Mensch, bei dem man im Nachhinein so ein bisschen was hineinlegt, was für eine große Persönlichkeit er gewesen sein soll? In Wirklichkeit war er das gar nicht. Wer ist Jesus für dich? Ein Prophet unter vielen anderen Propheten? Oder ist er
der Sohn Gottes. Die Bibel sagt es klar und deutlich, dass er der Sohn Gottes ist. Also wenn er der Sohn Gottes ist, dann ist es für ihn ganz einfach und eine ganz einfache Sache, auch das zu tun, all das zu tun, was wir als Wunder bezeichnen. Das ist für Jesus eine einfache Geschichte, wenn er der Sohn Gottes ist. Das steht und fällt wirklich mit dieser Frage. Ja, ich sagte schon, die Bibel bezeugt ganz klar, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Es steht über ihn Folgendes geschrieben: Die ganze Schöpfung ist für ihn geschaffen worden. Ja, sogar sie ist durch Jesus geschaffen worden. Das riesige, unermessliche Weltall, wenn du schon mal reingeguckt hast, ne, das ist riesengroß, dieses Weltall. Das ist durch Jesus und für Jesus geschaffen worden. Gar nicht so für uns Menschen, damit wir uns daran erfreuen, sondern es ist für den Sohn Gottes geschaffen worden. Die ganzen Trilliarden von Sternen. Er selber war überall dort, an all diesen Orten. Wir nicht, wir kommen da niemals hin. Zumindest nicht, solange wir hier in Fleisch und Blut sind. Ja, es steht sogar, dass er das gesamte Weltall und nicht nur dieses Weltall, sondern auch alle Himmel erfüllt mit seiner Gegenwart. So groß ist er, so groß ist unser Gott, so groß ist auch damit Jesus Christus. Dieser unermesslich weite Himmel mit all seinen Sternen, Planeten, der Erde und allem, was darauf ist. Es ist von Jesus und für Jesus geschaffen worden. So, und nun können wir zwei Sachen tun. Entweder wir kommen in die Anbetung und wir bestaunen das Ganze und können das gar nicht richtig fassen, so, weil das so unermesslich groß alles ist und weil wir einen so gewaltigen und herrlichen Gott haben, der sich doch selber dann klein gemacht hat und Mensch geworden ist. Und wir erkennen darin die unwahrscheinliche Schöpferkraft unseres Gottes. Oder aber das Zweite, was wir auch sagen können, dieses riesige Weltall ist alles in Milliarden von Jahren aus dem Nichts von selber entstanden. Und dann behaupten wir Folgendes: Es gibt überhaupt keinen Gott, der Gutes tut. Vielleicht hat er noch gerade so einen Anstoß gegeben, so die erste Zelle geschaffen. Aber mehr tut er eigentlich nicht. Die Frage, wer ist Jesus für dich? Wer ist eigentlich dieser Gott? Mit dieser Frage, an dieser Frage kommen wir alle nicht vorbei. Und mit dieser Frage werden wir alle konfrontiert werden. Beziehungsweise konfrontiert uns Jesus Christus. Wer bin ich für dich? So, aber zurück zu den Wundern. Denn darüber wollten wir ja eigentlich reden, über Wunder. Für viele Menschen bedeutet Wunder ein unmögliches Durchbrechen der Naturgesetze. Also da gibt es ein Naturgesetz und das wird jetzt durchbrochen durch Gott. Das Ding ist nur, Naturgesetze sind nicht absolut. Sie sind gar keine selbstständig wirkenden Kräfte. Sie bestimmen gar nicht unsere Wirklichkeit, sondern sie sind Regeln, die da sind zum Verständnis unserer Wirklichkeit. Aber ob diese Regeln für alle Zeit gelten und alle Zeit gegolten haben, das ist eine ganz andere Frage. Ob das, was naturgesetzlich möglich oder gar unmöglich ist, für alle Zeiten gilt, kann niemand mit einer absoluten Sicherheit behaupten. Die Bibel nun sagt, dass Gottes Macht unbegrenzt ist. Jesus sprach, bei den Menschen ist dies unmöglich. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Wunder. Was wir als Wunder bezeichnen, sind häufig Ereignisse, die wir erleben oder von denen wir hören, die unwahrscheinlich außergewöhnlich sind und die uns in Staunen versetzen.
Wenn wir als Christen wach durch unser Leben gehen, auch das Leben als Christ, dann erleben wir Wunder. Nicht nur in der Schöpfung, klar, auch in der Schöpfung, gerade auch in der Natur. Auch da geschehen ganz bestimmt ganz viele Wunder. Wer da wach da durchgeht, der wird das erkennen und sehen. Aber es gibt auch tatsächlich Geschichten, die sind wirklich erstaunlich. Und ich denke, viele sind hier, die von solchen Geschichten erzählen können. Ich selber habe auch eine ganze Reihe an Sachen erlebt, die auch mich in Staunen versetzt haben, und davon kann ich eine oder zwei Geschichten mal kurz erzählen. Ich war eine ganze Zeit lang in Wittenburg und habe dort, das liegt in Mecklenburg-Vorpommern, und habe dort Jugendarbeit gemacht und mit Jugendlichen gearbeitet. Diese Jugendlichen haben überhaupt nicht an Gott geglaubt. Und eines Tages sind wir unterwegs gewesen, ich glaube sogar einen Gemeindeausflug, und da habe ich die ganzen Jungs da mitgenommen, in meinem Wagen, und ich hatte eine Fahrzeugsperre. Das heißt, man musste an diesem Fahrzeug einen bestimmten Code eingeben und dann entsperrte er, und dann konnte ich, was weiß ich, Schlüssel drehen und die ganzen Sachen. Sonst hat das nicht funktioniert. Also das war eine Diebstahlsperre. Wäre da einfach jemand reingegangen wäre, der hätte den Code kennen müssen. So, das Ding war nur, wenn man irgendwie eine falsche Zahl eingibt, dann funktioniert gar nichts mehr. Und dann muss man eine Weile warten und dann gibt man die richtige Zahlenfolge ein. Teenager. Liebe Leute, Teenager, mach was mit Teenagern und du erlebst deine Abenteuer. Die Jungs, klar, das Rad zu sehr gereizt. Schack, war der Finger dran, ne? Einfach mal so ein bisschen drücken und es ging nicht mehr. Und selbst als ich eine Weile gewartet habe und dann gedrückt habe, es geschah nichts. Die Sperre blieb. Auch als ich die richtige Zahlenfolge eingegeben habe. Ich bin dort fast verzweifelt. Und wir saßen dort fest. Inzwischen ist die ganze Gemeinde, alle sind weggefahren. Wir waren auf irgendeinem Parkplatz, weit weg, irgendwo in JWD. Und ich musste überlegen, ob ich jetzt irgendwo hingehe und einen Abschleppdienst holen muss. Und ich hatte die ganzen Jungs dabei. Ich sagte, Hilfe, lieber Heiland. So, und durch einen Wahnsinnszufall, sagen wir mal, es war kein Zufall, Hans-Jörg Wegener, der damals in unserer Gemeinde war, der war damals auch da. Und aus irgendwelchen Gründen ist er noch nicht losgefahren, kam dann später mit seiner Familie. Und dann sah er mich da noch stehen. Und dann kam er natürlich an und fing sich an zu unterhalten. Und habe ich ihm gleich erzählt, ne? Also ich komme hier nicht weiter, ich komme hier nicht weg. Und dann hat Hans-Jörg mich gefragt, na, habt ihr denn auch schon gebetet? Nee, die Jungs nicht, nein, ganz bestimmt nicht. Und mir ist das auch nicht eingefallen, muss ich ehrlich sagen. Und dann haben wir da gebetet, und dann hat Hans-Jörg gebetet und wir alle mit. Und dann hat er gesagt, so, nun drück alles nochmal. Und dann habe ich den Code eingegeben und tatsächlich, es entsperrte in dem Moment. Und die Jungs völlig aus dem Häuschen gewesen, also waren völlig fertig. Als sie das gesehen haben, war wow, was? Also das hat sie wirklich tief beeindruckt, das Ding, die Geschichte. Eine zweite Geschichte, die auch mal passiert ist, da sind wir an die Ostsee gefahren und ebenfalls mit unseren Jungs, und da war ein kleiner Junge dabei, der konnte längere Strecken nicht fahren. Da musste er sich übergeben. Und, aber ich habe ihm gesagt, pass auf, ich nehme dich mit, komm ruhig mit. Wir können eine Tüte hier mitnehmen, okay, alles klar, aber du kommst mit. So, und dann haben die bei mir übernachtet da im christlichen Bahnhof, wo wir untergebracht waren, in Wittenburg. Nächsten Morgen aufgestanden, haben zusammen alle gefrühstückt. Der Kleine wollte nichts essen. Da habe ich gesagt, das geht bei mir nicht, das kannst du nicht machen. Du kriegst jetzt ja auf jeden Fall was zu essen, iss. Dann hat er gegessen und dann, bevor wir losgefahren sind, habe ich alle zusammengerufen, die ganzen Burschen. Dann habe ich dem Kleinen die Hände aufgelegt und geboten in Jesu Namen, dass ihm nicht schlecht werden wird.
Und dann sind wir losgefahren an die Ostsee. Und weißt du was? Dem ist nicht schlecht geworden. Wir sind hingefahren, wir sind wieder zurückgekommen. Nichts. Der saß da friedlich, freudig. Habe ihm ab und zu mal gefragt, wie geht's dir? Gut, prima. Toll ging's ihm. Und wir hatten also wirklich so unseren Spaß gehabt. Ich habe viele weitere Wunder erlebt. Das Finden meiner Wohnung damals vor über 30 Jahren hier in Arnsburg war mit Sicherheit ein Wunder. Dann bin ich mal von einem Bandscheibenvorfall geheilt worden. Auch das war ein Wunder. Rückenschmerzen. Viele Leute haben Rückenschmerzen. Ich auch. Ich hatte auch mal Rückenschmerzen. Da habe ich mir die Hände aufgelegt und bin frei geworden. Ich habe Dämonenaustreibungen erlebt, Krankenheilungen erlebt. Ich habe gesehen, wie ein kleiner Junge, der hatte einen verkrüppelten Arm gehabt. Das heißt, er konnte den nicht mehr strecken. Für den ist gebetet worden. Viele Leute haben für den gebetet, auch ein Evangelist und verschiedene andere Leute. Und dann konnte dieser Junge plötzlich seine Hand ausstrecken wieder. Diese ist wieder gerade geworden. Und er konnte sie bewegen. Konnte er alles nicht. All solche Geschichten habe ich erlebt. Eine weitere Geschichte, die ich noch erzählen möchte, ist diese Geschichte Breakthrough. Die ist auch verfilmt worden, gibt es einen Spielfilm von. Aber das ist eine wahre Geschichte. Die ist passiert vor einigen Jahren, im Januar 2015. Damals war es eiskalt und in den USA. Und da ist ein See zugefroren gewesen und 3 Teenager sind dort auf das Eis gegangen. Das trägt uns alles prima. 14 Jahre alt, gehen auf das Eis. Und ganz plötzlich brechen alle 3 ein. Tschack, sind sie im Wasser. Das erste Wunder, nach ganz, ganz kurzer Zeit kommt die Feuerwehr. 2 Jungs können sofort gerettet werden. Einer geht unter. Weg ist er. Und das nächste Wunder, was geschieht, innerhalb einer wahnsinnig kurzen Zeit, können die den finden. Das dauert manchmal Stunden. Dann holen sie wirklich, dann ist es nur noch eine Bergung. Ne? Aber die haben den rausgeholt und haben den versucht wiederzubeleben. Dieser Junge heißt John Smith. Und dann haben sie den versucht wiederzubeleben. Erst dort vor Ort, später im Krankenwagen und ganz spät noch auch im Krankenhaus. Elektroschocks, alles versucht. Kein Puls, nichts. Der war weg. Und dann haben sie die Apparate abgeschaltet, konnten nichts mehr machen. Kam der Arzt und sagte, wir können nichts mehr tun. Und dann kommt seine Mutter. Seine Mutter ist etwas übergewichtig, völlig außer Atem. Und kaum, dass sie da ist, wird sie also reingerufen und ihr wird gesagt, also sie solle sich von ihrem Sohn verabschieden. Die Frau hat nichts begriffen, die hat nichts verstanden, die kommt ja gerade an und sie weiß nur, ihr Junge hatte einen ganz schweren Unfall und hat eine Riesennot. Was das bedeutet, bitte verabschieden Sie sich von Ihrem Kind, hat sie nicht begriffen, hat sie nicht verstanden. Und dann fing die dort an zu beten, die war eine tiefgläubige Frau. Man hat sie also da allein gelassen und dann spricht sie dort ein Gebet. Sie stammelt es, sie schreit es raus. Gott, hilf mir. Das ist alles, was sie gesagt hat. Gott, hilf. Heiliger Geist, hilf. Ich weiß nicht, was hier ist. Bitte hilf. Ich sehe nur mein Kind, meinen Sohn. Und ganz plötzlich macht es piep, 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 piep. Und der Puls ist da. Der Junge lebt. Und das nächste Wunder, was geschieht mit diesem John Smith, ist, dass er nach einigen Tagen oder Wochen wird er man hat ihn in ein künstliches Koma gelegt, weil er ist wirklich, also es ist ein Ding, das überhaupt wochenlang überlebte oder tagelang. Man hat jeden Tag damit gerechnet, dass er stirbt. Und weil seine Organe waren alle geschädigt, sämtliche Organe. Geschädigt war aber vor allem auch, man wusste es ja nicht, aber auch sein Gehirn, weil er war 1 Stunde lang ohne Sauerstoff. Und es ist ausgeschlossen, rein medizinisch, dass das ohne Schäden einfach abgeht. So, der Junge wird also dann irgendwann
Als die Ärzte nicht mehr weiter wissen, wird er wieder wach gemacht. Weil man sich sagte, naja, muss also irgendwann selber kämpfen, die Apparate, das funktionierte alles dann nicht mehr. Und dann hat er tatsächlich gelernt, frei zu atmen. Der ist nicht gestorben. Der hat das überlebt. Als man die künstliche Atmung ausgesetzt hat, konnte er frei atmen. Und dann hat man Untersuchungen durchgeführt und wisst ihr was? Der hat keine Schäden hinterlassen. Weder an der Lunge noch im Gehirn. Nichts, gar nichts. Er ist vollständig gesund. Der will Pastor werden. Ich weiß nicht, ob er es inzwischen ist, aber er lebt noch, existiert auf seine Familie. Es gibt auch eine Facebook-Seite, wo tatsächlich die ganze Geschichte dann auch draufsteht. Viele haben für den gebetet. Es ist eine unwahrscheinlich bewegende Geschichte und ein unwahrscheinlich bewegender Film. Wer den mal gesehen hat, wer ihn noch nicht gesehen hat, guckt ihn euch an. Ja, Breakthrough, eine absolut bewegende Geschichte. Und nun komme ich aber zum größten aller Wunder. Was ist denn nun das größte aller Wunder? Für ganz viele Christen ist das Erleben von Wundern eine riesen Glaubensstärkung. Die erleben Gott darin, wenn irgendetwas passiert, mit was sie nicht gerechnet haben, wie eben solche Geschichten, dann erleben die Gott darin. Wisst ihr, und viele erleben das nicht, weil sie gar nicht an Gott glauben. Die sehen all diese Wunder, die sehen das, was passiert, aber es verändert ihr Herz nicht. Ich habe euch von den Jungs erzählt, da aus Wittenburg. Sie haben gestaunt, ja, dass die Fahrzeugsperre plötzlich wieder ging. Das war eine erstaunliche Geschichte. Aber bekehrt haben sie sich nicht an dem Tag. Also manche haben sich dann auch bekehrt, ja, das ist richtig, aber nicht an diesem Tag und nicht aufgrund dessen, was sie da gesehen haben. Der Junge, den ich da hin und her gefahren habe und der Gott erlebt hat und erlebt hat, dass er nicht brechen muss, dass ihm nicht schlecht geworden ist, er hat sich nie bekehrt. Er war immer neugierig und hat zugehört, wenn man drüber geredet hat. Aber eine innere Umkehr hat er nie vollzogen. Ich weiß bis heute nicht, was aus ihm geworden ist. Ich weiß nicht mal, ob er lebt. Er soll versucht haben, später Selbstmord zu begehen und ist wohl von einer hohen Brücke gesprungen. Es heißt, er soll das überlebt haben, aber wie und was und wen, weiß ich nicht. Ich habe nie wieder etwas von ihm gesehen oder gehört. In Wittenburg lebt er nicht mehr. Nein, das Erleben von Wundern ist es nicht, was uns unbedingt stärkt, was uns zum Glauben bringt. Breakthrough, dieser unwahrscheinlich bewegende Film, der lief auch hier in den deutschen Kinos. Ich war da. Waren ganz, ganz wenige Leute da in dem Kino. Und die sind nicht in einem Jubel ausgebrochen. Auch dieser ganze Film, diese ganze Geschichte hat keine Erweckung ausgelöst, weder in Amerika noch hier. Auch nicht hier in Deutschland. Dieser Film erhielt auch ganz, ganz viel schlechte Kritiken, gerade hier in Deutschland. Die haben das alle in Frage gestellt. Und haben gesagt, wer weiß, was an der ganzen Geschichte wirklich dran ist, was da wirklich passiert ist. Und ob der wirklich tot war und so weiter und so weiter. Es ist alles in Frage gestellt worden. Und eine Geschichte, die ich immer wieder gern erzähle, die ich auch unseren Teenies mal gezeigt habe, ist ein Dokumentarfilm eines holländischen Regisseurs. Ich könnte ihn auch mal zeigen, klar. In diesem Film, der ist befreundet mit einem holländischen Evangelisten. Und der hat diesen Evangelisten begleitet auf seinen Reisen, auf seinen Touren. Und er hat erlebt, wie Wunder über Wunder geschehen sind, Kranke gesund geworden sind und so weiter. Der hat das alles gesehen. Er hat sogar, für ihn ist auch gebetet worden. Und er merkte auch ein gewisses Glücksgefühl. Er hat erlebt, wie die Frau dieses Evangelisten, die hatte Krebs, die bekam Krebs. Und die haben dafür gebetet und die Frau ist frei geworden von diesem Krebs.
Er hat das alles gesehen und hat gesagt, nein, es gibt keinen Gott. Das ist seine Erkenntnis am Schluss auch in seinem Spielfilm, in seinem Dokumentarfilm. Er hat das alles mit rein menschlich erklärt. Das sind Zufälle, hat was mit Gefühl zu tun, Glückshormone, die ausgestoßen werden, irgendwas, was ihm durchs Gehirn kommt. Mit Gott hat er die ganze Geschichte nicht in Verbindung gebracht. Und ich war auch nicht anders. Als ich ein junger Mann war und noch nicht geglaubt habe, da habe ich auch schon solche Geschichten gehört, solche Wundergeschichten. Die haben bei mir keinen Glauben ausgelöst, nicht ein bisschen. Ich habe das alles auch in Frage gestellt und gesagt, wenn das Mann so stimmt. Ich habe auch gesagt, das sind alles Zufälle, die da passieren. Und habe das also mit Zufällen erklärt. Aber mit Gottes Handeln, nein, den habe ich da nicht zu diesem Zeitpunkt am Werk gesehen. Die Brotvermehrung, von denen wir heute gehört haben, weißt du, die hat viele Menschen, die das alles erlebt haben, nicht zum Glauben an Jesus Christus gebracht. Die Geschichte wird ja weitererzählt, die ich gerade vorgelesen habe. Wird in Johannesevangelium weitererzählt. Und die wollen dann Jesus ja zum König machen. Einfach, weil sie das wirklich, was sie da erlebt haben, ist wirklich eine ganz starke Geschichte. Aber als Jesus sie aufgefordert hat und gesagt hat, glaubt an mich, ich bin der Sohn Gottes, ich habe Worte des ewigen Lebens, glaubt an mich. Ich bin der vom Himmel gekommen ist, folgt mir nach. Was war ihre Reaktion? Sie wollten ihn steinigen. Erst wollen sie ihn zum König machen, jetzt wollen sie ihn steinigen. Denselben Mann. Für ganz, ganz viele, auch Christen, sind ja Totenerweckungen so die ziemlich größten Wunder, was sie überhaupt erleben können. Geschieht ganz, ganz selten, dass jemand, der schon gestorben ist, wieder lebendig wird. Und das erscheint ja vielen als das größte aller Wunder. Als Jesus hier war auf dieser Erde, der größte Prediger aller Zeiten, nicht Spurgeon, Jesus. Jesus ist der größte Prediger, der auf dieser Welt gewesen ist. Und uns das Wesen Gottes hat er uns gebracht und davon erzählt. Da hat er seinen toten Freund, den Lazarus, der schwer krank war, wieder zum Leben erweckt. Der war teilweise schon in Verwesung übergegangen. Und dann ist dieser Mann wieder lebendig geworden. Und ganz, ganz viele haben auch unwahrscheinlich gestaunt. Und die Geschichte vom Einzug Jesu in Jerusalem hat er damit zu tun, mit der Auferweckung des Lazarus. Deswegen haben die ja so gejubelt und ihn als König von Israel da gefeiert und begrüßt. Und auch die Kinder im Tempel, als sie gejubelt haben, dann aufgrund dessen, was sie gehört haben und dort erlebt haben. Und die hohen Priester und die Pharisäer und die Sadduzäer, die es alle wissen müssen, die ganze religiöse Elite, die Hochgebildeten, die hochklugen Leute. Wisst ihr, was deren Reaktion war? Die haben auch eine Reaktion gezeigt, als sie von dieser Geschichte gehört haben. Die haben sich gesagt, dieser Jesus muss sterben. Und der Lazarus, der muss gleich mitsterben. Das geht nicht. So eine Geschichte darf nicht erzählt werden. Mensch, die glauben ja noch mal alle an ihn und dann verlieren wir unsere Position, dann verlieren wir ja unsere Stellung. Das geht nicht. Jesus muss weg. Das war ihre Reaktion. Als Jesus viele Kranke geheilt hat am Sabbat, da saßen auch ganz, ganz viele dieser klugen Leute da. Und damals schon haben sie drüber nachgedacht und gesagt, dieser Jesus muss sterben, den müssen wir töten. Am Sabbat kann man predigen, das darf man gerade noch so machen, das ist keine Arbeit. Aber Wunder tun, nee, das ist Arbeit, das geht nicht. Am Sabbat unter keinen Umständen. Und Jesus hielt sich irgendwie nicht so richtig dran. Und deswegen, er hält sich nicht an unsere Gesetze. Deswegen, Jesus muss weg. Das war ihre Reaktion. Ja, was will ich damit sagen? Man kann ganz, ganz viele Wunder sehen und selbst erleben, aber es löst keine Herzensveränderung aus. Jesus war am See Genezareth und hat dort gewirkt. Gerade in den Städten Chorazin
Kapernaum vor allem. Bethsaida wird uns hier erwähnt. Dann sagt er, wehe dir, Chorazin, wehe dir, Bethsaida. Wenn in Tyrus und Sidon die Wundertaten geschehen wären, die bei euch geschehen sind, so hätten sie längst in Sack und Asche Buße getan. Doch ich sage euch, es wird Tyrus und Sidon erträglicher gehen am Tag des Gerichts als euch. Und du, Kapernaum, die du bis in den Himmel erhöht worden bist, du wirst bis zum Totenreich hinabgeworfen werden. Wenn in Sodom die Wundertaten geschehen werden, die bei dir geschehen sind, es würde noch heutzutage stehen. All diese Städte, von die hier beschrieben sind, Kapernaum, Chorazin, Bethsaida, stehen nicht mehr. Alles weg. Nur noch Ruinen. Und nicht mal kaum Ruinen zu finden. Jesu Wort, Jesu Weheruf ist tatsächlich eingetreten. Man kann ganz, ganz viele Wunder sehen und erleben und doch Jesus verleugnen und sagen, es geschieht kein wirkliches Wunder. Viele sehen auch die Wunder der Schöpfung und sie erklären das alles rein naturwissenschaftlich und sagen, nein, einen lebendigen Gott und sein Sohn hat das Ganze alles damit nichts zu tun. Das ist alles von selbst entstanden. Und darum, wisst ihr, was das größte aller Wunder ist? Das sind gar nicht die Totenauferweckung. Das sind auch nicht die Krankenheilung. Das sind nicht die Dämonenaustreibung, sondern ist die Veränderung der Herzen. Das ist das Allergrößte. Das ist das, was durch den Tod Jesu geschehen ist. Das Kreuz, das wir hier haben, es auch in unserer Gemeinde hier steht und das leer ist, weil Jesus ist ja auferstanden. Er hängt da nicht mehr am Kreuz. Das kann man nicht hoch genug halten. Golgatha ist nicht zu toppen, durch nichts, durch gar nichts. Durch kein Wunder, das weltweit irgendwo geschieht. Und wenn wir noch so eine erstaunliche Geschichte hören, die erstaunlichste ist, dass Jesus für uns gestorben ist und dass er uns befreit hat von der Sünde. Und es gibt ja diese Naturgesetze, aber es gibt auch ein Gesetz, das seit dem Sündenfall existiert. Der Mensch lebt und stirbt und dann ist er weg. Und viele glauben das auch. Wir leben und dann sterben wir und dann sind wir weg. Und dieses Gesetz hat Jesu durchbrochen. Er hat gesagt, ich sterbe für euch, ich gebe euch mein Leben, ich gehe in den Tod, damit ihr leben könnt. In alle Ewigkeit. Und dieses Gesetz wurde durchbrochen. Das ist das Größte aller Wunder. Und dass sich Herzen verändern. Das Größte ist, dass du und ich glauben können. Von Jesus Christus, dem treuen Zeugen dieser Dinge, der als erster von den Toten auferstand, Herr über alle Herrscher der Erde ist, Lob sei ihm, der uns liebt und uns von unseren Sünden befreit hat, indem er sein Blut vergoss. Er hat uns zu seinem Reich und zu seinen Priestern gemacht, um Gott, seinem Vater, zu dienen. Gebt ihm Ehre bis in alle Ewigkeit. Er herrscht für immer und ewig. Amen. Das ist das Größte, was geschehen ist. Golgatha, dass er uns befreit hat, dass wir hier an Jesus Christus glauben können. Das können wir nicht selber machen. Kein christliches Programm. Und wenn es noch so toll ist, kann das machen, dass Herzen sich verändern. Auch nicht die tollste Predigt kann irgendetwas bewirken. Es ist der Heilige Geist. Es ist der Geist Gottes, der hier wirkt, der auch unter uns wirkt. Es ist der Geist Gottes, der Menschen verändert. Ihm allein, unserem Gott, sei damit alle Ehre. Was will ich erzählen heute? Dass wir uns nicht nach Wundern ausstrecken sollen? Doch, ist doch gut. Sie stärken, also den Glauben von vielen Leuten stärkt es. Darum ist es nicht falsch, sich nach Wundern auszustrecken und das zu erleben. Aber es kann eins niemals ersetzen, den Glauben an Jesus Christus, die Lebensübergabe, dass ich Jesus in mein Leben aufnehme, ganz persönlich als mein Heiland. Das ist durch nichts zu ersetzen, durch gar nichts. Auch nicht durch das größte Erlebnis. Wir kommen nicht in den Himmel, weil wir gesehen haben, wie Leute wieder gesund geworden sind, sondern wir kommen in den Himmel, weil Jesus für uns gestorben ist und ich Ja dazu sage und sage, danke Jesus. Danke.